So, willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Was für ein Tag heute. Also, wir werden heute in diesem Video ein bisschen über AMC sprechen. Was hat GameStop heute gemacht? Wird Highcroft Mining jetzt endlich runterfallen? Was hat Trump Media heute gemacht? Warum reden wir nicht mehr über FFAI? Und was hat Beyond Meat heute am Schluss gemacht? Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Erklärvideo am Ende des Videos dranhängen oder ihr sucht einfach nach der Playlist Fractal Method auf meinen Kanal. Na dann springen wir gleich rein zu AMC. So, heute nur ein kleines Update, was wir heute gemacht haben. Wenn euch die ganze Geschichte jetzt, interessiert, One-Part, Two-Part-Squeeze, Preisziele und, dann schaut euch einfach das Video von gestern oder vorgestern an. Ich werde es am Ende des Videos verlinken. Heute schauen wir uns nur das an, was wir heute gemacht haben. Also, schauen wir mal. So, dasselbe wie beim letzten Video. Heute sogar noch schlimmer. Ich meine, das war ein ordentlicher Tag heute. Ja, also fast minus 2% im SPY mit After Hours dazu gerechnet. 15% minus in Krypto. Also heute, wer das nicht als kleine Mini-Crash betrachtet, weiß ich nicht. Ja. Und gleichzeitig wieder mal, unsere Memes sind nicht wirklich gecrashed. Ja. Also normalerweise würde man so an so einem Tag, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 50% bei AMC oder GME erwarten. Aber nein. Okay, so viel dazu. Na, dann schauen wir uns mal an. Die Sache ist die, es hat sich ein bisschen was geändert. Was sich geändert hat gestern noch, oder beim letzten Video, Entschuldigung, war das hier unser A, das hier unser B. Problem bei der Sache ist nur, mit diesem Pullback kann das nicht mehr sein, weil der B-Pullback geht nicht unter den A-Boden. Somit, was wäre es? Das Ganze ist einfach nur unser kleines mittleres A mit dem Pullback. Ja? Wenn ihr meine letzten Videos geschaut habt, ich rede nicht von diesem A. Das ist noch immer unser kleines A. Was bedeutet das? Naja, die Sache ist die, es schaut noch immer verdammt gut aus, dass der 30. Jänner, also letzten Freitag, unser Boden war. Wir haben seitdem ein wunderschönes Higher Low gemacht unter das 786. Higher Low gehalten, perfekt. Danach sind wir ausgebrochen über die Trendlinie und über die T-Linie. Somit ist dieses Peak unser A. So, und jetzt haben wir einen Breakout Retest gemacht. Solange wir nicht tiefer als dieses 137 gehen, ja, solange wir 1.36 nicht berühren oder brechen, ist das noch immer fantastisch. Sollten wir morgen, ist es wurscht, ob After Hours, Pre-Market oder am Tag das machen, ist blöd. Das Einzige, ich sage das jetzt noch gleich dazu, Overnight zählt nicht dazu. Das ist das Einzige, was nicht dazu zählt. Aber wenn wir morgen irgendwie 1.36 berühren, dann zählt dasselbe wie hier. Das war falsch. Und das ist dann leider auch falsch. Ja? Dann werden wir ein neues Low, wahrscheinlich morgen schon suchen. Irgendwas zwischen 1,30, 1,25. Und dann müssen wir den ganzen Cast nochmal machen. Ja? Falls nicht. Im englischen Video hat das ja noch nicht so ausgeschaut. Da waren wir, glaube ich, gerade hier. Das ist ein perfekter Breakout Retest. Derzeit. Ja? Jetzt, gerade. Was würde jetzt danach passieren? Naja,
wir würden jetzt dann dieses große High Low machen. Das High Low, was wirklich zählt. Ich sage auch gleich dazu, sollten wir das nicht mit extremem Volume morgen machen, meine persönliche Meinung, besteht keine Chance für nächste Woche. Ich sag's nur. Nach diesem High Low machen, und meiner Meinung nach, das Peak, das Maximale für dieses High Low ist 1,84. Einfach nur diese Trendlinie. Danach gehen wir wieder runter. Danach kommt unser großes A. Das wird wahrscheinlich bei der 200er EMA rejecten, wo auch immer die dann sein sollte. Derzeit gehe ich von 2,16 aus. Und dann machen wir einen 0,5 Pullback von unserem Low. Und das hier, der Punkt, ist der letzte Pullback, bevor wir squeezen. Und wie ich schon im letzten Video gesagt habe, ich bin okay damit, dass wir diesen Pullback nicht machen, dass wir einfach von hier aus springen, aber dieses Higher Low muss sein. Ja? Geht kein Weg daran vorbei. Zeitmäßig hat sich nichts viel verändert. Ja? Wenn wir das Ganze morgen machen, also extrem rauf, extrem runter, extrem, bin ich auch damit einverstanden. Ja? Werden wir halt nur, weiß ich nicht, 500, 600 Millionen Volume brauchen oder sonst was. Ja? Mir ist es eigentlich relativ egal, wann. Ja? Meistens, es ist halt nur so, jeder unserer großen Bewegungen war Freitag oder Montag. Ja? Also sollten wir damit morgen nicht fertig sein, schaut eher schlecht aus für Montag. Noch einmal, wie könnte das ausschauen? So, hier ist wieder mal 2021. Ja? Im besten Fall haben wir dieses Low jetzt schon gemacht. Ja? Dieses kleine Higher Low. Ja? Das ist das, was wir die letzten Tage gemacht haben. Ja? Und das kleine A. Ja? Also im besten Fall, oder nicht im besten Fall, im höchstwahrscheinlichsten Fall haben wir heute diesen Pullback gemacht. Ja? 6. Jänner 2021. Was würde danach kommen? Ja? Danach würden wir dieses Higher Low machen. Ja? Und dann würden wir hier raufgehen zu unserem A. Und wenn man sich das anschaut, vom Boden bis zum A-Peak, 0,5 Pullback. Wenn wir das alle fertig haben, sind wir bereit zu squeezen. Was ich im englischen Video auch gezeigt habe, war eine kleine Hoffnungsvariante. Ja? So eine kleine. Es besteht die Möglichkeit, ja, dass das kleine Higher Low, was wir gemacht haben, dieser kleine Ausbruch, dass wir damit wir dann schon fertig sind, bedeutet, das war unser kleines Higher Low und das hätten wir heute gemacht. Ja? Ganz kleine Chance dafür. Ja? Bedeutet, wir wären jetzt gerade hier. In dem Fall, also hier bedeutet 13. Jänner. In dem Fall, morgen machen wir gar nichts. Einfach nur zur Seitenlinie gehen. Einfach gar nichts. In dem Fall bestände die Möglichkeit, dass wir Jänner 15 bis Jänner 20 nächste Woche machen. Und dazu sei gesagt, dieser Break hier, ja, unser Makro-Break, kann auch bedeuten, dass wir das gar nicht mehr sehen. Wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit? Und das ist die Sache. Wenn wir das machen, ist morgen der letzte Buy-in. Klarerweise. Und ich kann euch diese Entscheidung nicht abnehmen. Kann ich einfach nicht. Wenn ich das tue, wird es genug Leute geben, die nur das Bullische sehen und kaufen. Ich kann auch also diese Entscheidung nicht abgeben. Das Einzige, was ich sagen kann, ich habe ein paar März-Optionen und einige Juni-Optionen. Sollten wir morgen ein neues Low machen, bin ich aus denen raus. Ja? Sollten wir morgen dieses Higher Low machen oder nur zur Seite gehen, bleibe ich drin. Ja? Ist meine persönliche Taktik. Weiß nicht, ob sie gut ist oder nicht. Ja? Aber ich kann euch diese Entscheidung einfach nicht abnehmen.
Im Großen und Ganzen, einfach kurz zum Abschluss, mega Market Crash heute, ein AMC, den es eigentlich nicht interessiert hat und einfach nur seine Landmarks abgespielt hat. Schaut also fantastisch aus. Gut, dann springen wir gleich rein zu GameStop. So, für GameStop genau dasselbe. Wenn euch die ganze Geschichte interessiert, mit Preiszielen, wie das Squeeze ausschauen könnte und, einfach das vorherige Video anschauen. Heute schauen wir uns nur das kleine Update an, was wir heute gemacht haben. Und auch für GameStop, muss man sagen. Den ganzen Tag haben wir unser Level gehalten, obwohl der Market gecrashed ist. Wir haben zwar in den After Hours einen relativ mittleren Pullback bekommen, aber nichtsdestotrotz keine 50% Minus. Was hat sich bei GameStop geändert? Wir hatten bei GameStop ja das als B und das als A. Und auch hier muss man sagen, mit diesem Pullback funktioniert das nicht mehr. Was ist das also? Ja, also der 3. Februar war eindeutig ein Top. Und auch das war ein kleines A. Und noch einmal, das gleiche wie bei AMC, es war nicht das A. Ja? Was würde also jetzt passieren? Wir bekommen jetzt trotzdem einen 0.5 Pullback. Ja? Einen Breakout Retest. Nochmal zur Erklärung, am 21. November war unser Wie. Wir haben unser Higher Low gemacht. Perfekt. Ja. Bis zum 31. Dezember. Dann ein kleines Higher Low angehängt. Ausgebrochen. Das ist nur unser kleines A. Deswegen muss es nicht über diesem T sein. Und trotzdem werden wir jetzt einen 0.5 Pullback machen. Aber keinen 0.5 Pullback von diesem Low. Ein 0.5 Pullback von diesem Low. Von dem Higher Low. Weil dieses kleine ist sozusagen ein eigenes kleines Fractal. Ja? Und in dem Fall müssen wir entweder runter zu 22.81 oder zu 0.681. Das wäre 22.14. Ja? Und ich gehe davon aus, dass wir das morgen machen. Ja? Es wäre einfach nur Breakout Retest und dann geht's rauf. Wohin? Naja, wie schon letztes Mal gesagt, unser großes A, irgendwas zwischen 29 und 30. Wir bleiben über der Trendlinie. Also nehmen wir dann einfach hier die 0.5, hier hinauf. Wenn wir das machen, wenn wir bei 32 sind, würden wir runterkommen zu 25, 26. Und wie bei AMC wäre das der letzte Pullback. Kleine Sache, bei AMC habe ich ja gesagt, wir können auf diesen Pullback hier verzichten. Ich glaube bei GameStop nicht. Ja. Erstens, GameStop ist schon viel weiter. Ja. Also GameStop muss ein bisschen bremsen, weil sie gehen ja gleichzeitig. Ja. Und GameStop hat sein Higher Low und so weiter schon fertig. Also wenn AMC nicht plötzlich extrem Gas gibt mit seinen Landmarks, bin ich der Meinung, müssen wir das machen. So, wie könnte das ausschauen? So, nur als Beispiel, linke Seite 2020, zweistündiger GameStop-Chart, rechte Seite einstündiger GameStop-Chart heute. Ja. Zwei Varianten. Die eine ist die eher, wie würde man das sagen, konservative Variante. Würde bedeuten, unser Wie ist der 20. Juli. Das ist dieses Wie hier. Wir haben hier ein Higher Low gemacht. Das wäre dieses Higher Low. Danach haben wir ein kleines Higher Low dran gehängt. Das wäre dieses kleine Higher Low. Sind ausgebrochen über das Top vom Higher Low. Ja, das ist der 20. August. Der 5. August 2020. Das wäre das hier. Und auch hier hatten wir einen wunderschönen 0.6 Pullback. Das ist das, was wir jetzt erwarten. Und danach geht's rauf. Bevor die Fragen kommen, müssen wir jetzt wirklich das alles machen? Ich denke nicht. Ich denke, dass wir dann mit dieser Gap hier über das alles drüber springen. Sollten wir das machen, also sollten wir das alles machen, gehe ich davon aus, es ist nicht mehr dieses Jahr. Ja, und es würde mit dem Fractal von AMC auch nicht passen. Somit
Ich gehe davon aus, wenn wir hier sind, geht's ab. Die zweite bullische Variante ist diese hier, einfach nur ein bisschen herausgezoomt. Bedeutet, 3. April 2020 war unser Wie, also dieses Wie hier. Das war unser großes Hallo. Das war unser großes Hallo. Dann unser kleines Hallo, kleines Hallo. Und dann sind wir hier schon ausgebrochen. Auch hier, wir sind über dem Hallo und ein Pullback. Und ein Pullback. Die Sache mit dem ist, ihr seht hier, wir haben hier eine Gap. Wenn wir jetzt hier auf dem heutigen Chart auf reguläre Stunden gehen, dann haben wir hier eine wunderschöne Gap. Schaut toll aus. Würde auch bedeuten, wir bekommen jetzt einen Pullback und dann bekommen wir schon unsere nächste Gap. Ja. Im Prinzip sind beide Versionen absolut gleich, weil sie sind einfach bullish. Das eine, Entschuldigung, das eine ist einfach nur höher als das andere. Ja. Schauen wir mal. Alles in allem, ich sehe derzeit einfach nichts Bärisches. Ja. Das Einzige, was ich nicht sehen will, ist, wenn wir unter diese Trendlinie fallen. Und ich meine nicht nur einfach einen kleinen Wick, ja. Ich meine dann sowas. Das möchte ich nicht sehen. Ja. Wenn wir das wieder sehen, besteht leider dann wieder die Gefahr, das war unser T, wir müssen wieder runter zu 17. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Somit, derzeit schaut es trotzdem fantastisch aus. Schauen wir, was uns morgen und nächste Woche bringt. Gut. Na, dann kommen wir gleich zum Todesfall. FFAI. So, FFAI. Ich habe ja schon in meinem ersten Video von meinem Kanal gesagt, wenn ich bei etwas falsch liege, erstens sitze ich da und sage ich lag falsch. Und zweitens, ich werde es bis zum Tod weiter tracken. Ja? Einfach, um zu zeigen, manchmal hat man keine Chance oder manchmal hat man persönlich einen Tracking-Fehler gemacht. Ich muss da allerdings wirklich sagen, das ärgert mich. Ja? Weil das Problem derzeit ist, mit dieser Candle heute, obwohl es sogar extrem bullische News gab, das hat das ganze Play für mich persönlich gekillt. Habe ich ja auch immer gesagt, sollten wir hier drunter brechen, ist es vorbei. Ja? Es hat nicht das Fractal zerstört, weil, okay, das ist jetzt unser T. Technisch gesehen könnte das sogar unser Boden schon sein. Ja? Problem an der Sache ist nur, das ist kein Higher Low mehr. Und das hat seit April 2025 hat das gehalten. Bedeutet, wir müssen jetzt wieder ein Higher Low machen. Dann müssen wir wieder sideways gehen. Dann machen wir vielleicht ein A und dann squeezen wir. Das ist der Bullshit. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich habe heute 1 bis 2 Stunden diese Candle gesucht. Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich finde nichts Vergleichbares. Ja? Es wird irgendwo hier drin sein, aber das ärgert mich. Ja? Weil das ist absoluter Bullshit. Und es tut mir auch echt leid. Aber ich werde es weiter tracken. Ja? Ich gehe halt in nächster Zeit von nichts Gutem aus, wenn diese Aktie das überhaupt überlebt, ja? Und nicht OTC geht. Ja? Und ich möchte nicht hören, es war Manipulation. Ja? Gibt es nicht. Irgendwo muss ein Fehler sein. Ich werde ihn schon noch finden. Und ich werde euch updaten und ich werde es weiter tracken. Gut, dann gehen wir zu etwas viel, viel bullischeren, nämlich Beyond. Weil im Gegensatz zu FFAE hat Beyond heute alles richtig gemacht und wir sind fertig. Wir sind mit dem bullischen Tracking fertig. Bedeutet, für die ganze Geschichte, wieder das vorige Video, wir schauen uns nur an, was wir heute gemacht haben. Nur zur kleinen Zusammenfassung, unser nächstes Ziel für A ist zwischen 15 und 25, irgendwo hier über unseren T. Na, dann schauen wir mal, was wir heute gemacht haben. Unser Haupttracking ist ja, dass dieses Higher Low, also das unser großes Higher Low ist, das ganze Ding, von Oktober bis heute.
und dass diese Sektion hier einfach nur unser T war. Und ich habe schon in den letzten, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Videos gesagt, wenn wir diese Linie hier brechen, werden wir hier hinunterknallen. Zu genau 66 Cent. Weil wir noch immer eine Gap offen hatten. Von 80 Cent bis zu 66 Cent. Und ich habe gesagt, wenn wir hier drunter brechen, werden wir dorthin gehen, weil unsere ganzen Preistargets sind extrem hoch oben. Ja, 15, 25, Allzeithoch, bla 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 bla. Und wenn wir hier den bullischen Weg gehen, werden wir sehr lange Zeit nicht mehr hier runterkommen. Somit war es nur logisch, dass wenn wir hier runterkommen, diese Gap auffüllen. Und kurz vor Marketschluss sind wir runtergekommen und 0,0003 Cent drüber gebounced. Und ich hätte mir echt schon gedacht, ich erwürge jetzt gleich wen. Kann ja verdammt nochmal nicht sein, dass wir jetzt 0,0003% Cent vom Gapfill weg sind und das nicht fertig machen. Gut, in After Hours haben wir es gemacht. Somit fürs bullische Tracking fertig, aus, Ende, alles erledigt. Das Einzige, was jetzt noch passieren kann, ist, wir machen jetzt morgen ein kleines Hallo, vielleicht sogar noch Montag, irgendwas nächste Woche, ein kleines Hallo, ja, und dann geht's aufwärts. Ja. Einzige Alternative, wir hören nicht auf zu fallen, brechen und machen den gleichen Scheiß wie FFA. Ja. Einzige Alternative, ich habe sonst keine mehr. Ja. Meine No-No-Line bleibt noch immer bestehen, 59 Cent. Man kann es ein bisschen verlängern, ja, sagen wir 51, 50 Cent. Ja. Aber wie bei FFAI sollten wir 50 Cent berühren oder brechen, ist das ganze Tracking seit Oktober falsch und sinnlos. Und dann gehe ich auch wie bei FFAI davon aus, entweder Reverse Split, OTC oder einfach Bankrott. Ja. Derzeit schaut es aber trotzdem fantastisch aus. Und noch eins dazu sei gesagt, wenn wir auch nur etwas Ähnliches machen wie Oktober, das Higher Low, dieses kleine Higher Low hier drin hat, glaube ich, in den After Hours nur 4 Stunden gedauert oder 6, 8 Stunden. Dann war es fertig. Ja? Und so weit sind wir nicht weg, dass wir sagen, das wird jetzt doppelt so lange dauern. Ja? Das Ding könnte morgen fertig sein. Ja? Und wenn wir auch nur was Ähnliches machen wie der Move, sollte der Move zu A relativ schnell sein. Der Pullback wird wieder Ewigkeiten dauern. Und dann der Run zu B wieder extrem schnell. Schaut fantastisch aus. Schauen wir mal. Okay, nächstes Highcraft Mining. So, auch Highcraft Mining schaut fantastisch aus, nur in der anderen Richtung sozusagen. Ja? Weil wir kneifen endlich. Ja? Man kann das jetzt mit 2 verschiedenen Arten wie immer tracken. Entweder mit Symmetry, wo man einfach halbiert, die paar Pattern daher nimmt, rüberflippt und von rechts nach links liest. Das schaut dann so aus. Ja? Und es ist relativ 1:1. Ja? Wenn man mein Tracking nimmt, dann ist das einfach nur hier. Unser Allzeitlow ist unser V. Wir haben ein wunderschönes High Low gemacht und seitdem machen wir ausschließlich unser großes A. Und das A, was macht das? Es pullt back zu 0,5 oder 0,618. Wäre also entweder 10 oder 6. Ja? Für den Pullback. Und wie das ausschauen würde, ja? Wir warten auf diesen Move hier. Und zwar nicht hinauf, sondern von rechts nach links gelesen. Und hier kommt auch gleich die nächste Gefahr. Ja? Ihr seht hier, wir kommen runter, kommen noch einmal rauf. Ja? Wir haben das noch nicht gemacht. Wir müssen es nicht 1:1 machen, aber die Gefahr besteht noch immer, dass wir jetzt hier runterkommen, wieder rauf, rejecten und dann erst kneifen. Die Gefahr besteht. Trotz allem sollte das verflucht schnell passieren. Ja? Wenn ihr keine Puts spielen wollt,
was ich verstehen kann, oder generell keine Optionen. Naja, man kann einfach dann darauf warten, dass wir diesen Point 5 oder den Point 6.18 Pullback haben. Und dann könnte man langsam anfangen, wieder Aktien zu kaufen. Weil das ist nur der A-Pullback. Ja. B ist dann bei 90 und C irgendwas Allzeithochmäßiges. Ja. Und wie ich schon letztes Mal gezeigt habe, wenn wir das wirklich so machen, dann ist das ein wunderschönes Cup and Handle. Und wer dieses Sparse-Pattern kennt, also wer es nicht kennt, man nimmt die Teetasse, nimmt die Mitte und setzt das dann da drauf. Sollte das also so ausspielen, dann ist unser Ziel dann irgendwo da oben. Ja, ja, das wird einige Zeit dauern, aber ne? Jetzt schauen wir mal, dass wir als erstes den Drop bekommen. Ja. Aber die News sind eigentlich schon geschrieben. Market Crash, Silber Crash, Gold Crash, alles scheiße. Und diese Goldmine schürft noch nicht einmal und sucht noch immer. Somit perfekt. Ja. Okay. Und letztes ist DJT. So, für DJT heute auch wieder dasselbe. Wir schauen uns an, was wir gemacht haben. Für das Ganze schaut euch das vorige Video an. Für die Zusammenfassung, das Einzige, was bei DJT ist, unser V war im November. Wir müssen jetzt noch immer ein großes High Low machen. Erst danach kommen die großen Moves. Also zoomen wir mal ran. So, im Gegensatz zu AMC und GME ist DJT heute mit dem Markt. Nicht gelaufen, gefallen. Ja. Bedeutet, das hier war ja vorher unser A. Das wäre unser A-Pullback gewesen und von hier hätten wir raufgehen sollen. Ja, eindeutig falsch. Muss ich auch leider sagen, war zum größten Teil mein Fehler, weil ich eine gewisse Regel gebrochen habe. Und zwar die, dass ich ein bisschen zu bullish war. Normalerweise, wenn das A gewesen wäre, hätte es über dem T sein müssen. Ich glaube, ich habe das sogar gesagt. Ja. Und vor allem über der Trendlinie. Ja. Waren wir nicht. Ich habe mich ein bisschen blenden lassen, weil ich zu bullish war. Aber mit dem Drop kann das nicht sein. Das Ganze ist also einfach nur ein größeres Higher Low zu unserem kleinen Higher Low. Und der Vorteil an der Sache ist, es muss jetzt fertig sein. Ja? Was meine ich damit? Wir haben alles erfüllt. Unter das 786, ja, wir müssen fertig sein. Ja? Wir können zwar morgen ein bisschen sideways gehen, meinetwegen, aber nicht weiter runter. Ja? Sollten wir, wo ist das hier? Sollten wir 10.43 berühren oder brechen, ja, dann nennen wir es ab jetzt den FFI-Move. Ja? Und ich gehe nicht davon aus, dass Trump Media bankrott geht. Ja? Somit, ich möchte einen Bounce sehen. Was würde als nächstes passieren? Wir brechen hier aus und machen unser A. Point 5 Pullback, rauf zu unserem B und so weiter und so fort. Erkläre ich in dem großen Video. Weil es gibt leider 2-3 Versionen hier. Ja? Aber im Prinzip ist es dann bullish. Ja? Und das Einzige, was wir da machen, ist dieses große High Low. Und dann kommen die großen Moves. Gut. Für den ganzen Rest sage ich auch gleich dazu, weil wir haben ja so einige Aktien hier auf Lager. Ja? Erstens, ich werde jetzt am Wochenende wahrscheinlich 2 große Updates-Video machen, weil sonst mache ich ein 3-stündiges Video. Das wäre dann ein bisschen zu viel. Da werde ich wirklich alles updaten und zu jeder Aktie die große Geschichte machen. Ich sage nur gleich als kleinen Teaser dazu, bis auf FFEI und diese kleine Kleinigkeit bei DJT hat sich nichts geändert. Es ist noch alles genauso, wie es sein sollte. Ja? Wie gesagt, außer FFEI ist ein Arsch und DJT dauert ein bisschen länger. Aber sonst, selbst mit diesem Market Knife Today, mit diesem Market Crash heute,
hat sich im Fractal Tracking nichts geändert. Ja? Und könnte vielleicht sogar eine Bounce bei Bitcoin und SPY morgen schon sehen. Schauen wir mal. Okay, wie immer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like hinterlassen. Erklärvideo da, Playlist hier und falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mir ein Abo geben. Schau mal, was morgen passiert. Wir sehen uns.